So, und damit sind wir auch wieder zurück bei Hercule Poirot. Megan Und invited me to examine her sister's bedroom. I should take it. okay, dann nutzen wir die Gelegenheit It doch. would not be polite to visit the house with... Hastings always pays more attention when young women are being questioned. What is she feeling at the moment? Ach so, ich dachte, sie hat... Betty's older sister is not just sad, she's angry. Wir bleiben höflich. Your sister had a fiancé, I believe? Yes, he's called Donald Fraser. A very nice man. Hm. Sie ist angespannt. Do you know where we might find him? He works at the estate agent's Corton Brunskill. Mhm. Oh, excuse me, I have to answer that. But of course. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir die Erlaubnis. Die Grafik This ist auch... young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Surely you don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the Chief Inspector finds him. So, und wir gehen uns jetzt erstmal das Klavier anschauen. The Barnard appeared to make music a priority in their budget. Musik ist ein wichtiges Merkmal. They're all Miss Modest, but the Barnards are definitely music lovers. So, was bringt mir das jetzt, dass ich weiß, dass die Musikliebhaber sind? So, dann schauen wir uns mal hier um. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family. Ach so. Ein Metronom, ein Mikrofon und Notenblätter. Das heißt, sie hat wohl gesungen. Without a doubt, Betty used to sing. So, das hätten wir. A box of new stockings. It looks like Betty has a very busy life. Eintrittskarte für den Film Impossible Love. Einladung zu einem Ball. Betty Karte liked eines luxury schicken and going out. Restaurants. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date? A record sleeve with a handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it.
Something on this clock bothers me. This metal disc is stuck. Okay, die klemmt. Da ist ein Fach. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Das ist wohl wahr. So. So, warte, gehen wir jetzt mal zurück. Da wissen wir jetzt natürlich nicht, wie wir da rankommen. Da guckt auf jeden Fall ein Zettel raus. Mhm, okay. Dann müssen wir das hier oben jetzt irgendwie erstmal einrichten. Vielleicht alle nach innen mal? Achso, das habe ich jetzt schon. Ich habe überhaupt keinen Ansatz, wie das gehen soll. This metal disc is stuck. Die Metallscheibe klemmt. So, bringt mir das was? Hat das jetzt was geändert hier oben? Nicht wirklich. Aha. Jetzt kann ich sie also nicht mehr ganz rumdrehen. Der blockiert hier irgendwas. There, that's better. Ja, und jetzt? Also ist er jetzt hier oben entriegelt? This metal disc is stuck. Nein. Oh, was This haben wir leg da? is not well attached. This leg is not well attached. Der Fuß ist nicht richtig befestigt. Sind die Füße alle nicht richtig befestigt? This decoration appears to be firmly fastened. Okay. Kann ich da noch weiter dran rein? Nein. Dann schauen wir uns das Stück mal gegenüber an. This decoration appears... This decoration appears to be... Okay. Ne, die Uhr ist jetzt fertig. Jetzt? This metal disc is... Kann ich irgendwas machen? The cogs are blocked by these wooden panels. Die Zahnräder werden The cogs are blocked by these wooden von den panels. Holzplättchen blockiert.
Ah, das hier unten ist jetzt befreit. Okay, das da unten ist jetzt befreit. Kann ich denn jetzt, wenn ich den wieder zurücksetze, kann ich jetzt die Uhr wieder bewegen? Ne, die Uhr ist fertig. So. Stellen wir den mal wieder zurück, wie er gerade war. Ja, absolut null Ahnung, wie ich das machen soll. Also stellen wir die alle mal zurück auf die Mitte. Und jetzt? Ah, da oben ist die zweite Platte gewesen, okay. Jetzt müsste ich irgendwo wieder was anderes haben. Da unten. This wooden panel is blocked. I can't open it. Das könnte jetzt vielleicht der da sein. This wooden panel is blocked. Okay. Dann nehmen wir den mal dahin. This wooden panel is blocked. Okay. Dann nehmen wir den mal links. This wooden panel is... This wooden panel is blocked. Mhm. This wooden panel is... Ist das Wooden Panel das nächste, was ich dann nehmen muss? This metal disc is stuck. Okay, die klemmt immer noch. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, gerade erstmal. Ah. Good. It should be possible to open the wooden panel. Look, a key. This could be useful. Mhm. Jetzt habe ich einen Schlüssel bekommen. This code probably has something to do with the mechanism above the clock. 3 links oben. Die Frage ist, was bedeutet jetzt 3 links oben? Warte, ich hätte schon Glückstreffer mit der Uhr. Das ist dann 2. 2, 3. Dann müsste der in der Mitte. Also 1 ist Mitte. 2 ist dann links. Und 3 müsste dann rechts sein, oder? This metal disc is... Mhm. Was bedeutet denn 3? 2 ist das 1. Ist auch müsste 2 eigentlich in die Richtung sein, ne? Ist das so richtig? This metal disc is... Nee, es ist auch nicht richtig. Boah, was bedeutet das denn? This code probably has something to do with the mechanism above the clock.
1 würde ich sagen, heißt, er ist in der Mitte. Was bedeutet dann 2? Heißt das, der ist links oder rechts? Wir können den 3 Stellungen bringen, den Hebel. Ich weiß jetzt nicht, ob das 1 ist, oder das 1, oder das 1. Wir lesen mal von links nach rechts. Ja, müsste es ja das jetzt sein. This metal disc is stuck. This metal disc is stuck. Ah, schade. Aha, 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 aha. So. Mhm. Demnach müsste ja jetzt die 3, 1, 2, 3 da sein. Ach ne, die Uhr brauche ich jetzt gerade nicht mehr. This metal disc is stuck. Das klemmt. Was ist denn ein Indiz benutzen? Wenn Sie blockiert sind, öffnen Sie das Menü Pause und wählen Sie das Symbol einen Indiz benutzen, um automatische Hilfe zu aktivieren. Per Ruf führt eine Aktion durch, um Sie auf die weitere Spurensuche des Hilfs muss wieder aufgeladen, benutzt werden kann. Okay. 1 ist... Ah, dann ist das 1, 2, 3. Dann müsste 2 dann in der Mitte sein. Ah! Wunderbar. I definitely need an object to make these cogs turn. Ah, okay, da kommt der Schlüssel zum Tragen. Okay, die Hilfe war echt... The key does not fit this cog. Ah, gibt's mehrere Schlüssel? No, the key does not. So, jetzt haben wir irgendwas geöffnet. A new lock has appeared. What does it open? A new lock has appeared. Ein neues Schloss ist erschienen. Wo denn? So. Was ist das hier in der Mitte? Ah. Something clicked on the front of the clock. Okay, wunderbar. A new lock has appeared. This could be useful. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Aha. Sie hatte also Verehrer. Gut, und nach diesem... Obwohl, ne, ich habe noch ein bisschen Zeit. Habe ich hier alles untersucht. But she liked luxury and going out. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Gut, das haben wir, das haben wir. Da hinten haben wir noch was. This small key should be useful to me. Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? Das sind die Bettsachen, das ist das Nachttischchen.
Ein bisschen Schlüssel bekommen? Ja, habe ich. Haben wir denn hier irgendwo was Abgeschlossenes? Ach so. Der Schnurrbart muss perfekt sitzen. Stopp, zurück. Habe ich da noch was gesehen? Nee. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Überlegung. Ich denke mal, der Schlüssel passt hier da rein. Let us see. What is this cupboard hiding? Kaputt. Aha. This looks like solfège. Was haben wir hier? I cannot open it. There is bound to be a clue somewhere. Okay. It looks like something goes in here. Jo, da geht auch die Kurbel nämlich rein. Die That Schallplatte. doesn't work. That doesn't work. Irgendwo habe ich auf jeden Fall was geöffnet. This looks like solfège. There is probably a link with what I saw in the drawer. Das sind 32, 16, Achtel, Viertelnoten, halbe Noten, ganze Noten. Okay. Was ist mit dem Mechanismus hier? Habe ich den geöffnet irgendwie? I cannot open it. So, was haben wir hier? Da geht er da unten. Okay. Vier Viertel ergeben ein Achtel. Was? So, was haben wir jetzt hier nochmal? There is bound to be a clue. Ah, okay. Ich muss also auf diese Note da kommen. Ich muss auf diese Note kommen. Das könnte also 2 halbe und eine Achtel sein. 2 Sechzehntel und eine Achtel. 2 Sechzehntel und eine Achtel. Ha! I heard the sound of a mechanism being triggered. Die zwei ergeben nämlich ein Achtel und ein Achtel gehen dann zu einem Viertel. Was? 7,8T. Ja, untenrum T ist schneller. Sieben, 8T. I just have to put the record on the gramophone and start it. Weil das ist alles nur um das Grammophon hier frei zu machen. Stopp, zurück. Da vorne hat sich jetzt was geändert. Oh, Donald!
We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Okay. Was haben wir denn als Ziele jetzt hier noch? Die Befragung... Achso, die ist wieder da. Gut, dann befragen wir die jetzt noch fertig. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Keine Verbindung. Betty und Donald. She's looking so intensely at this photo. But is it really her sister that she's studying in this manner? Was hatte Betty an ihrem Arm vor? They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. You have not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. This case is much more complex than you think. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Bernard. Thank you for your help. Okay, das war dann die Unterredung mit... Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Let us now try and get our brain cells to work. Gut, und die grauen Zellen benutzen wir aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!